Open Educational Resources und Open Educational Practices werden seit ca. 2012 im deutschen Hochschulkontext diskutiert. Frau Juniorprofessorin Dr. Sandra Hofhüß von der Universität Köln beforscht OER und OEP bereits seit einigen Jahren. Sie erläutert, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Das sind im engeren Sinne eigentlich freie Unterrichtsmaterialien, also Lehr-, Lern-, Bildungsmaterial, das im Internet frei verfügbar ist, beziehungsweise auch unter einer freien Lizenz abgerufen werden kann. Dann gibt es die offenen Bildungspraktiken, sozusagen im Vergleich zu der reinen Perspektive auf das Material. Dort wird eher darauf fokussiert, was eigentlich Menschen mit Material machen, und das kann natürlich ganz divers sein. Und im Diskurs wird eigentlich unter offenen Bildungspraktiken verstanden, dass vermehrt kooperiert wird, kollaboriert wird, dass vor allem auch Materialien genutzt und geremixed werden und dass damit eigentlich ein alternatives Verständnis von Bildung umgesetzt werden kann. Warum wird das Thema OER, OEP in der Bildung diskutiert und wie ist der Diskurs entstanden? Es gibt vor allem eine bildungspolitische Notwendigkeit, aufgrund dessen wir uns heute zunehmend mit OER oder auch mit Open Access beispielsweise beschäftigen. So findet sich heute eigentlich in allen Strategiepapieren des Bundes oder der Länder ein entsprechendes Repertoire sozusagen. Und ich würde trotzdem sagen, dass wir natürlich aus einer theoretischen Perspektive auch einige Begründungen haben. Offenheit, Openness ist eine Begründung aus der Pädagogik, die schon lange auch gefordert wird. Professor Dr. Sebastian Barsch führte im Wintersemester 2018/2019 eine Lehrveranstaltung zum Thema Kiel zwischen den Kriegen im Sinne des Konzeptes von OER-OEP durch. Studierende erstellten projektbasiert geschichtsdidaktische Lernmaterialien, in die sie offene Bildungsmaterialien eingebunden haben. Sie wurden dabei von der OER-Beauftragten der Universität unterstützt. Wir haben uns da, das hat Marin Müller dann auch gemacht, an Beispielen orientiert, was digitales Lernen überhaupt bedeutet, sind aber auch auf die Ebene gekommen, rechte Fragen schon so schnell zu klären, was im Hinblick darauf, dass die meisten später in die Schule gehen, natürlich auch ein ganz großes Thema ist, also die Frage, was darf ich eigentlich an Ressourcen im Internet verwenden. Nach 4 oder 5 Sitzungen haben wir schon sehr stark die aktivierende Lehrform gehabt, dass die einzelnen Teams, also die Studierenden haben jeweils in Teams zusammengearbeitet, ihre Fragestellungen tatsächlich bearbeitet haben, eigenständig mit Unterstützung von uns. Und das ganze Seminar hat gegen Schluss dann einen sehr projektförmigen Charakter bekommen, wo wir uns einfach als Lernbegleiter verstanden haben, die vor allem technische oder auch geschichtsdidaktische Fragen klären, aber die Studierenden auch durchaus im Sinne von, sagen wir mal, selbstaktivierendem Lernen, forschendem Lernen ihre eigenen Module eigenständig entwickeln. Wie entstand das Konzept der Open Educational Resources und Practices? Ich würde sagen, dass häufig oder inzwischen immer mal wieder angesprochen werden Pädagoginnen, die sich vor allem mit Projektlernen zum Beispiel beschäftigen. Da wären wir dann eher so in dem amerikanischen Pragmatismus bei Dewey. Wir bewegen uns manchmal eher in der Existenzphilosophie, was sozusagen für existenzielle Fragen für uns als Menschen verbunden sind mit dem Gebrauch von Medien im weitesten Sinne. In Bezug auf die Offenheit fallen mir noch sozusagen Konzepte ein, die eher in Bezug auf Partizipation ausgerichtet sind. Es gibt im Moment eine Strömung, die würde ich eher als neoliberale Strömung auch bezeichnen, dass sozusagen Unterrichtsmaterialien per se online verfügbar sein und zur Nachnutzbarkeit freigegeben werden. Dann gibt es eben die andere Strömung, die eher davon ausgeht, dass es gut sei, dass Bildung für alle zugänglich ist und Bildung erstmal verstanden als Material und als etwas Formales, Greifbares. Und das ist sicherlich eine eher wünschenswerte Strömung in der Diskussion. Lehrende könnten sich nun die Frage stellen, weshalb sie eigene Lehrmaterialien freigeben oder Studierende freie Lehrmaterialien erstellen lassen sollten. Dazu Herr Barsch. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Also einerseits, also man kann es vielleicht gesellschaftlich moralisch sehen. Die Lehrenden werden in der Regel dafür bezahlt, dass sie ihre Tätigkeit durchführen und werden durchaus auch gesellschaftlich finanziert. Von daher sind die Outcomes natürlich auch in gewisser Weise Outcomes, die der Gesellschaft auch zur Verfügung gestellt werden könnten. Was ich jetzt aus hochschuldidaktischer Perspektive dann natürlich nochmal interessant finde, ist, man stellt genau diesen Prozess auch nochmal zur Diskussion. Wie entstehen Lehrmaterialien? Welche Perspektiven werden auf Lehre oder auf Fachdiskurse geworfen? Und durch diese, sagen wir mal, Öffnung des Materials ist natürlich potenziell auch ein viel höherer Grad an gegenseitigen Korrekturleistungen möglich. Da sehe ich tatsächlich die großen Chancen, Wissenschaft auch als sozialen Prozess, als Innovationsprozess öffentlich darstellbar zu machen.
OER in Open Educational Practice herzustellen, bedeutet projektorientiertes Lernen. Wie wurde das projektorientierte Lernen im Zusammenhang mit OER umgesetzt und wie wurden die Studierenden in ihrer Arbeit unterstützt? Also wir haben ja wirklich sehr eng dieses begleitende Coaching im weitesten Sinne gemacht. Wir haben in der Gruppenarbeitsphase einzelne Meilensteine definiert, wo die Studierenden in recht kurzen Abschnitten ihre Arbeitsergebnisse immer wieder an uns gemailt haben und wir dann in einzelnen Gesprächen über Sprechstunden oder aber auch in den Seminarzeiten dann dezidiert auf diese einzelnen Aspekte eingegangen sind. Durch die freie projektförmige Arbeitsweise im Seminar entwickelten die Studierenden Eigenverantwortung für ihre Arbeit, sodass sie sich besonders mit ihrem Projekt identifiziert haben. Es sind vielfältige OER-Materialien entstanden, zum Beispiel eine interaktive Karte mit geschichtsträchtigen Orten zum Kapp-Putsch in Kiel oder ein interaktives Bild zur Volksabstimmung in Schleswig 1920. Also es ist nicht etwas, was Sie machen für eine Note oder für die Leistungspunkte, die Sie kriegen, sondern wo Sie wirklich dahinter stehen und sagen, das ist das Produkt, wo ich letztendlich auch als Person mit in Verbindung gebracht werde. Und dass die Studierenden auch diese Freiheiten, wirklich ihren eigenen Fragestellungen nachzugehen, sehr wertgeschätzt haben. Herr Barsch sieht einen klaren Mehrwert des Lehrkonzepts. Das sind ja alles angehende Lehrerinnen und Lehrer. Und ich möchte ja, oder sagen wir mal auch der Diskurs, geschichtsdidaktische Diskurs, bildungswissenschaftliche Diskurs, geht natürlich auch klar in die Richtung, dass später in Schulen aktive Lernformen eigentlich dominieren sollten. Das heißt, Schüler, Schülerinnen auch dazu befähigt werden sollen, ihren eigenen Fragestellungen nachzugehen. Offene Materialien allein verbessern nicht per se die Lehre, sondern erst in Kombination mit den Open Educational Practices entsteht innovative Didaktik. Es kommt eigentlich darauf an, wie wir selber Lehre entwerfen und wie wir darüber denken. Und damit ändert sich dann natürlich auch die Rolle der Lehrenden sozusagen in diesem Setting, weil ich plötzlich mich ganz anders möglicherweise auf Lernende einstelle, weil ich davon ausgehe, dass ich sie in ihren Lernprozessen möglicherweise stärker begleiten muss, dass ich sie darin unterstütze, Projekte durchzuführen, ergebnisorientiert zu arbeiten. Festgestellt hat Herr Barsch: Die rechtlichen Fragen scheinen auch sehr, sehr drängende Fragen für Studierende zu sein. Was darf ich eigentlich nutzen? Welche Medien darf ich verwenden? Mache ich mich haftbar, wenn ich bestimmte Verlinkungen einfach angebe und so weiter? Welche Herausforderungen entstehen bei der Umsetzung und wie fängt man praktisch an? Für mich ist zentral im Bereich OER, sich eigene Gedanken dazu zu machen, wie ich eigentlich selber dazu bereit bin, mein Wissen letztendlich zu teilen, welche Haltung ich selber dazu habe, um diesen Standpunkt dann auch souverän vertreten zu können. Und das ist für mich etwas, was in der Diskussion manchmal vergessen wird. Wenn wir über Methoden diskutieren, dann finde ich es immer hilfreich, sich wieder vor Augen zu führen, dass ich ja schon immer Medien in der Lehre eingesetzt habe, ganz unterschiedliche Medien. Und OER könnten einfach ein weiteres Medium in dieser Reihung sein. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schwierig, darüber nachzudenken, ob ich nun OER einsetze oder nicht, sondern ich fange einfach an, ganz normal, wie mit jedem anderen Medium auch, mit OER zu explorieren. Und das halte ich für zum einen die größte Herausforderung und zum anderen aber auch die größte Chance darin, nicht mehr diesen Unterschied zu machen, weil digitale Medien einfach völlig normal sind und genauso auch behandelt werden sollten. Also der Mehrwert ist tatsächlich das Einüben von Methoden, aber vielleicht auch von Haltungen zu Unterricht generell, dass es eben nicht etwas ist, was passiv vermittelt wird. Eine Person vermittelt, eine andere nimmt auf, sondern Unterricht ist immer etwas Gestaltendes, wo auch die Perspektiven verschiedener mit berücksichtigt werden müssen. Der Vorteil von OER ist ja eigentlich, dass insbesondere über die Lizenzen geregelt ist, dass ich einfach das Material meiner Kollegin auch benutzen dürfte. Also ich finde es ja eigentlich ein toller Einblick in das, was die anderen machen. Und ich empfinde es eher als Bereicherung, wenn ich Einblick habe in das, was Kolleginnen und Kollegen zum ähnlichen Thema möglicherweise entwickelt haben und ich darauf aufbauend mein eigenes Material zum Beispiel erstellen kann. Der Mehrwert jetzt bei den Open Educational Resources ist natürlich auch so ein bisschen die Weisheit der Massen in gewisser Weise zu nutzen. Also wir haben ein großes Marktmonopol, wenn es auch um Lernmedien geht, wo Verlage sehr starke Dominanzen haben, was eigentlich wie gelernt werden soll. Und aus geschichtsdidaktischer Perspektive würde ich jetzt fast sagen, dass ganz wenige dieser Lehrwerke eigentlich den aktuellen Stand der Forschung entsprechen.
Aus meiner Perspektive steht die Diskussion um OER oder beziehungsweise um die Fähigkeiten, die mit und durch OER entwickelt werden können, im Kontext der größeren Diskussion um Medienkompetenzen. Und in einem eher klassischen Medienkompetenzmodell würde es da immer darum gehen, in gewisser Weise Medienwissen aufzubauen und gleichzeitig auch die Mediennutzung zu adressieren, medienkritisch zu hinterfragen und selber gestalten zu können. Die Umsetzung von OER und OEP in der Lehre ist noch eine relativ junge Entwicklung in Deutschland. Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass OER viel Potenzial bietet, um Rechtssicherheit im Kontext des Urheberrechts zu schaffen und Material für unterschiedliche Bedürfnisse abzuwandeln. OEP fokussiert die gemeinsame Gestaltung von Lehrveranstaltungen durch Lehrende und Lernende.